Heute upcyclen wir alte Dosen und alte Flaschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal wird dir gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Und heute habe ich ein Projekt vor, das ich schon so lange geplant habe. Wir werden alte Dosen und ein paar alte Glasflaschen zu neuem Leben erwecken. Dazu habe ich mir eine ganze Kiste mit alten, teilweise schon ein bisschen angerosteten Konservendosen auf eBay Kleinanzeigen geholt. Ich habe der Dame dann noch ein bisschen mehr gegeben, als sie haben wollte und fand, das war dann immer noch ein ganz guter Deal. Und ich habe mir 2 Glasflaschen geschnappt, die mein Mann kürzlich leer gemacht hat und habe daraus all das hier gemacht. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Wir beginnen mit meiner Besteckablage für Gabeln und für Messer. Finde ich super nice, wenn man einen Grillabend mit Freunden hat, das einfach hinzustellen, die Gabeln rein, die Messer rein, kann sich jeder bedienen. Ich finde, das sieht schick aus. Dann ist es nicht so förmlich, als wenn man das schon so hinlegt. Man stellt die Teller aufeinander, jeder holt sich was. Wir machen meistens so Buffet, also dass das irgendwie angerichtet wird oder dass halt alles auf dem Grill ist. Und dann nimmt sich da jeder was. Und da finde ich das ganz praktisch. Man kann natürlich auch Gabeln und Messer in das eine und Servietten in das andere machen. Das geht genauso. Man könnte das Ganze auch beliebig erweitern auf Gabel, Messer, Löffel, Servietten. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wie ich das gebaut habe, schauen wir uns jetzt an. Du brauchst Dosen in der Größe, die du möchtest und natürlich auch in der Menge, die du möchtest. Dann brauchst du ein Stück Holz. Ich habe hier günstiges Multiplex, das kann man sich im Baumarkt schon zuschneiden lassen. Da sollten die Dosen natürlich draufpassen, sodass ein bisschen Platz außenrum ist. Dann brauchst du Schrauben, einen Akkuschrauber mit einem Metallbohrer, einen Schraubenzieher passend zu deinen Schraubenköpfen, Wasser, Farbe. Ich habe hier Kreidefarbe, die deckend ist, die ist wasserlöslich und kann auch mit Kindern benutzt werden, finde ich ganz praktisch. Ich fand die auch sehr gut. Eventuell was zum Abkleben. Ich habe hier Isolierband, Pinsel natürlich, damit man die Farbe auftragen kann, ein Tuch zum Trocknen der Pinsel, ein weiteres Tuch und Alkohol zum Reinigen der Dosen und Schleifpapier. Als erstes müssen wir die Dosen vorbereiten. Die sollten natürlich sauber sein. Und die Aufkleber schon mal ab. Alles, was jetzt noch dran ist, können wir mit dem Schleifpapier wegschleifen und wir rauen einmal die ganze Oberfläche etwas an. Das muss nicht wahnsinnig ordentlich sein, es geht nur darum, dass das ein bisschen angeraut ist, damit die Farbe gleich besser hält. Wenn die Dosen angeraut sind, brauchen wir das Tuch und den Alkohol, um einmal alle Reste zu entfernen. Der Alkohol sorgt auch nochmal dafür, dass da wirklich jetzt von den Händen und so alles fettfrei ist und dann die Farbe gut hält. Wahlweise, wenn man keinen Alkohol benutzen möchte, kann man natürlich auch Spülmittelwasser nehmen und das danach trocknen lassen. Der Alkohol verdunstet natürlich sehr schnell, was sehr praktisch ist. Anschließend brauche ich meinen Akkuschrauber und den Metallbohrer und ich mache in die Böden 3 Löcher. Eins würde ich nicht empfehlen, weil sich die Dose sonst drehen kann. Jetzt geht's an den spaßigen Teil. Ich brauche mein Holz und meine Farben. Und ich habe mich dafür entschieden, das komplett erstmal in rosa anzupinseln. Da kommt gleich noch eine zweite Farbe dazu. Aber erstmal pinsel ich das 1- bis 2-mal an, bis es wirklich deckend ist und lasse das trocknen. Während das trocknet, nehme ich mir meine Dosen und grundiere die einmal komplett mit der weißen Farbe außen. Dann deckt nachher eine farbige Farbe. Weiß ist auch farbig. Ist weiß farbig? Ist weiß eine Farbe? Nein, weiß ist keine Farbe. Schwarz ist auch keine Farbe. Egal. Also ich habe das weiß angepinselt, damit die Farbe, die ich eigentlich haben will, später besser deckt. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt ist mein Holz trocken und ich habe mit dem Isolierband einen Rand abgeklebt. Dabei geguckt, dass mein Band mit den Kanten bündig liegt. Man kann da natürlich genauso gut Kreppband nehmen. Ich habe mich nur für dieses Isolierband entschieden, weil das auch gut wieder abgeht und es schmaler ist als Kreppband. Je nachdem, was man da drauf haben möchte, ist das aber mit Kreppband genauso gut. Tesa würde ich nicht nehmen, das wird die Farbe mit Sicherheit runterreißen. Ich habe dann mit dem Blau alles in der Mitte ausgefüllt. Da kann ich jetzt schön über dieses Band drüber malen, ohne dass es einen hässlichen Rand gibt.
Dann habe ich das trocknen lassen, eine zweite Schicht aufgetragen, wieder trocknen lassen und dann kann man die Bänder, Kreppband, Isolierband, was man benutzt hat, abziehen. Inzwischen waren meine Dosen trocken, also kann ich auch die anmalen. Ich habe mich dafür entschieden, dieselben Farben zu benutzen, allerdings die so ein bisschen ineinander zu ziehen. Also habe ich zuerst unten das Rosa aufgepinselt, oben das Blau und habe das dann so ein wenig ineinander gewischt, damit das einen schönen Farbverlauf gibt. So sieht das jetzt trocken aus und jetzt kann ich alles zusammenbringen. Ich platziere meine Dosen auf meinem Holz, so wie ich das haben möchte, mit Abstand, ohne Abstand. Das kommt auf die Größe des Holzstückes an und auf den Geschmack, den ganz persönlichen. Dann brauche ich die Schrauben und den Schraubendreher und schraube mir meine Dosen durch die vorgefertigten Löcher, die wir vorhin reingemacht haben, fest. Ich habe hier günstiges Multiplex genommen, das ist sehr leicht und entsprechend auch nicht so dicht. Da lässt sich das gut einfach mit der Hand mit klein wenig Druck reinschrauben. Ich habe ganz am Schluss noch ein paar Filzstücke zugeschnitten. Da habe ich einfach so eine Dose abgepaust und das kommt da rein, dann verkratzt nichts und so sieht es jetzt aus. Und ich finde das doch gut gelungen. Als nächstes habe ich eine Trinkbar gebaut. Und zwar ist der Gedanke, dass ich da Getränke, Dosen oder auch Flaschen reinmachen kann. Die Dosen sind groß genug dafür, um das Ganze rauszutragen, hinzustellen und dann sieht das einfach nett aus. Mein Mann hat mich darauf hingewiesen, dass das hier nicht ganz optimal ist, wenn das oben drauf geschraubt ist. Es wäre besser gewesen, ich hätte das in die Seite geschraubt, weil dann da nicht so ein direkter Zug drauf ist. Also das als kleiner Hinweis, als Side Note von meinem Mann, das besser an die Seite schrauben. Und auch da kann ich jetzt wunderbar jede Menge reinstellen. Das sieht schön aus. Wenn man Gäste hat zum Grillen, packt man da seine Getränkedosen oder Flaschen rein, die aus dem Kühlschrank kommen und stellt das auf den Tisch. Und jeder kann sich was wegnehmen und es sieht einfach schön aus. Braucht man das? Vermutlich nicht. Finde ich es nett. Trotzdem, ja. Auch das schauen wir uns jetzt an, wie ich da vorgegangen bin. Ich brauche Dosen, die groß genug sind für Getränkedosen oder Flaschen reinzustellen. Einen Holzbohrer, wieder einen Metallbohrer und den Akkuschrauber, eine Holzplatte für den Boden und eine für die Mitte, Schrauben, um die Dosen festzuschrauben, so wie vorhin schon, und Schrauben, um die Holzbretter miteinander zu verbinden. Die sollten ein bisschen länger sein als die kleinen Schräubchen für die Dosen. Ich habe hier noch so einen super lustigen kleinen Mini-Akkuschrauber und ein Stück Leder, um meinen Griff zu machen. Damit die Holzteile noch gut zusammenhalten, habe ich hier noch Holzleim und ich brauche natürlich das übliche Pinsel, Farben, Wasser etc. Die Dosen bereite ich vor wie vorhin schon und die Dosen, die innen nicht beschichtet sind, male ich auch innen weiß an. Auch die Löcher habe ich wie vorhin schon mal reingebohrt. Auch hier habe ich wieder 3 Stück pro Dose gemacht, damit da nichts verrutschen kann. Als erstes habe ich mir auf dem Brett für den Boden die Mitte markiert auf beiden Seiten. Dann habe ich mein Brett mal aufgelegt und zwar so, dass es passend zu den Strichen mittig sitzt und habe mir die Außenkanten einmal nachgezogen. Damit tue ich mich gleich leichter beim Löcherbohren. Ich habe dann 2 cm vom Rand weggemessen für die äußeren beiden Löcher und dann die Strecke in der Mitte nochmal durch 3 geteilt, sodass ich 2 weitere Markierungen setzen kann. Und wenn ich die gesetzt habe, kann ich mir das Ganze einmal so markieren, dass ich genau die Mitte habe. Dann kann ich mit dem Holzbohrer genau auf dem X, das ich mir eingezeichnet habe, die Löcher bohren und mit dem Schleifpapier die Überstände, was so ein bisschen ausreißt vom Holz, einmal glatt schleifen. Dann brauche ich einen Stift mit langer Mine, der da durchpasst, sodass der auf der anderen Seite rausschaut. Denn jetzt müssen wir unsere Löcher markieren auf unserer Querstrebe. Dazu spanne ich das Ganze einmal in den Schraubstock ein, da tue ich mich leichter. Leg das auf und markiere da durch. Ich habe das dann wieder eingespannt und an den Markierungen auch Löcher gebohrt. Durch den Boden habe ich dann die Schrauben schon mal ein Stück festgedreht, sodass die auf der Rückseite kleines Stück rausschauen. Dann kann ich das gleich besser mit den Löchern in der Querstrebe ausrichten. Bevor ich das festschraube, habe ich noch ein wenig Leim drauf gemacht auf meine Querstrebe, damit das Ganze insgesamt vollflächig verklebt ist.
Und jetzt ziehe ich nach und nach meine Schrauben an. Die habe ich in die Löcher ausgerichtet. Und so kann da nichts mehr verrutschen und nichts schief gehen. Und mit 4 Schrauben hält das dann auch. Dann habe ich das Ganze wieder angemalt, diesmal in grau-blau und trocknen lassen. Während das trocknet, habe ich meine Dosen wieder angemalt. Ich habe mich hier für das Blau und das Grün-Blau entschieden und auch die habe ich dann trocknen lassen. Während die Dosen trocknen, habe ich mich um meinen Griff gekümmert und mir ein Stück Leder genommen, geguckt, wie lange ich meinen Griff haben möchte, mir da einen Streifen rausgeschnitten, wieder markiert, wo das Ganze festgemacht werden soll und da 2 Löcher reingemacht, damit mir mein Holz nicht platzt. In das Leder habe ich dann mit einer Lochzange 2 Löcher gemacht und im Holz festgeschraubt. Ich sag's nochmal, mein Mann hat mich darauf hingewiesen, an der Seite wäre schlauer gewesen, also macht ihr's besser. Jetzt muss ich meine Dosen so ausrichten, wie ich's haben will und wieder mit 3 kleinen Schräubchen von Hand festschrauben. Ich habe mir mit dem Plotter jetzt noch den Schriftzug trinkbar ausgedruckt, weil ich fand's witzig, weil es ist trinkbar, aber es ist auch eine Trinkbar. Ihr versteht das Wortspiel. Haha, ist ein bisschen flach. Okay, aber ich find's witzig. Und das habe ich mir auf Transferfolie abgezogen und mit dem Rakel fest angedrückt. Dann kann man die Folie abziehen, am besten schön flach über der Folie, also nicht nach oben ziehen, sondern schön flach auf der Folie wegziehen. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht und das gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Und dann haben nur noch die Filze gefehlt, damit das Ganze einfach nicht so laut ist, wenn man da was reinstellt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und ich muss sagen, ich werde das benutzen. Ich finde das nämlich ziemlich nice. Dann wollte ich noch ein Windlicht haben. Ich habe überlegt, ob ich hier auch noch Löcher reinmache. Das könnte man natürlich tun, indem man da reinbohrt. Das habe ich mir jetzt mal geschenkt. Und das hier passt einfach perfekt aufeinander. Und dann habe ich hier mein kleines Teelicht oder in dem Fall sogar ein großes Teelicht. Kann das da reinstellen, ohne dass ich mich an irgendwas schneide oder so. Und das wieder draufstellen. Ich habe das hier unten mit dem Bohrer geöffnet und mit einer Zange, mit einer Bastelzange. Das war jetzt auch nicht ganz optimal. Mein Mann hat mich dann darauf hingewiesen, man hätte vielleicht auch den Dosenöffner nehmen können und vermutlich hat er recht. Allerdings, wenn ich hier den Rand wegschneide, weiß ich nicht, ob das noch so schön sitzt. Deswegen ist jetzt nicht schlimm, aber auch da, Side Note von meinem Mann. Ja, so ist es, wenn die Frau bastelt und der Mann handwerken will. Das kann man vielleicht auch mit dem Dosenöffner lösen. Das ist vermutlich die einfachere und schnellere Variante, bei der man sich definitiv nicht wehtun kann. Aber deswegen ist das Ganze ja so aufgesetzt, dass man da nicht reinfassen muss. Und wie gesagt, man könnte hier noch Löcher reinbohren, dann schimmert das Licht noch raus. Ich finde das aber so voll in Ordnung, einfach als kleine Ambientebeleuchtung. Ich zeige euch das jetzt, wie ich das gemacht habe, aber man sieht schon, da ist nicht viel zu tun. Mit dem Dosenöffner ist das quasi in 2 Minuten erledigt. Und wie eben schon gesagt, habe ich jetzt in den Boden Löcher mit dem Metallbohrer gesetzt, etwa alle 1 oder 1,5 Zentimeter. Mit einem Dosenöffner wäre es wahrscheinlich leichter gegangen, aber so ging es jetzt auch. Ich habe dann mit einer Bastelzange das dazwischen versucht, so ein bisschen wegzuknipsen. Das Werkzeug war da jetzt auch nicht das Beste für, allerdings alle anderen Knipser, die ich habe, sind zu breit gewesen, also damit wäre ich nicht in die Löcher gekommen. Ich habe dann festgestellt, wenn ich 2 Löcher quasi nehme und da einfach dann die Zange zusammendrücke, dann schneidet es das zwischen den 2 Löchern trotzdem super gut weg und wie man hier sieht, als ich dann den Dreh raus hatte, ging es auch relativ schnell. Da ich so natürlich scharfe Kanten hatte, habe ich die mit dem Schraubenzieher noch nach innen gebogen. Dann habe ich das Ganze wieder weiß grundiert und angemalt, wie die anderen Sachen auch schon, und trocknen lassen. Und das war es in dem Fall auch schon. Und was gehört noch zum Sommer? Frische Kräuter für den Salat, finde ich zumindest. Oh, und es riecht so gut. Auf die Pizza, in den Salat rein, für eine Kräuterbutter, ganz egal. Frische Kräuter habe ich einfach gerne zu Hause, vor allem im Sommer.
Und die habe ich auch angemalt und mir einmal aufgedruckt, was drin ist. Damit das Ganze nicht rostet, habe ich da ein Inlay reingemacht. Quick and dirty, aber das muss auch nicht schön aussehen, denn man sieht es nicht, es muss nur eine Funktion erfüllen. Und wie ich das gemacht habe, schauen wir uns jetzt an. Ich habe die Dose natürlich wieder angemalt und auch ein wenig in die Dose rein. Da habe ich mir 3 Stück von genommen und das sind auch relativ große Dosen. Und dann brauche ich Müllbeutel, ein Klebeband, ich habe hier wieder das Isolierband genommen, die Kräuter natürlich, die ich einpflanzen möchte und Ceramis. Das hilft einfach, den Wasserhaushalt gut zu regulieren. Damit da jetzt kein Wasser rauslaufen kann und das auch nicht rostet, denn das sind ja Blechdosen und die ist auch innen nicht beschichtet. Ob man das bei einer beschichteten sich sparen kann, wäre auszuprobieren. Habe ich mir eine Mülltüte zurechtgeschnitten, sodass die ein wenig unterhalb des Randes endet und habe die mir aufgefaltet, reingemacht und mit Isolierband rundum einmal an der Dose fixiert, damit da auch gleich nichts verrutschen kann. Auf dem Boden mache ich jetzt so eine Schicht Ceramis, sodass der Boden bedeckt ist. Ob man hier das feinkörnige Granulat oder ein etwas gröberes Granulat oder auch ein No-Name-Produkt nimmt, ist, glaube ich, egal. Ich hatte Ceramis da. Das mache ich bei allen 3 Dosen. Und dann muss ich nur noch meine Kräuter aus den Töpfen befreien, die Erde ein wenig abmachen und die Wurzeln, soweit es geht, ein bisschen auflockern. Das Ganze da reinmachen, ordentlich andrücken. Damit ist man dann eigentlich auch schon fertig. Aber ich wollte ja unbedingt noch Aufkleber drauf haben und habe da jetzt zum Beispiel das Basilikum, das zeige ich euch mal exemplarisch, von meinem Plotter ausschneiden lassen, habe das Ganze entgittert und dann mit Transferfolie einfach auf die Dose aufgebracht. Das ging tatsächlich richtig gut, das hält gut und auch die Transferfolie ging gut ab, ohne die Farbe abzuziehen. So, last but not least habe ich mir dann noch die Flaschen von meinem Mann, die er leer gemacht hat, geschnappt. Hier sind so schöne Blumenmuster drauf. Das war ein japanischer Gin. Das gefällt mir sehr gut und hier hat mir die Form sehr gut gefallen und dass das so schön dick ist. Da habe ich mir ein paar Glaskugeln bestellt, damit das Ganze noch ein bisschen nicer aussieht und dass ein bisschen irgendwas drin steht. Ein paar Trockenblumen. Diese Halter hier hatte ich schon, denn ich habe von solchen Flaschen sehr, sehr viele in meinem Haus. Ich habe irgendwann mal sehr, sehr schöne Flaschen gehabt von, ich glaube, es war Fruchtwein. Und da habe ich mir die Teile hier bestellt, die kosten nicht viel und habe solche Lichter fürs ganze Haus gemacht. Also bei mir stehen solche Gläser tatsächlich überall. Das schauen wir uns auch an, wobei das ist wirklich einfach. Meine aufgeschraubten sind ein bisschen schief geworden, aber ich bin mir sicher, du kriegst das gerade und besser hin. Das sind die beiden Flaschen, die sechseckige, sind Sechsecken, ich glaube, und die viereckige, die Kerzenhalter, die verlinke ich euch auch mal in der Infobox, wenn ich sie noch finde. 2 Schrauben, um diese Halter auf den Deckeln festzuschrauben und natürlich Trockenblumen. Ich habe mir jetzt noch Effekt-Glaskügelchen bestellt. Man könnte auch Sand nehmen oder Glasstreu und natürlich 2 Kerzen. Ich habe mir dann in diese Kerzenhalter mit dem Metallbohrer wieder Löcher gebohrt in die Mitte. Also ein Loch pro Kerzenhalter. Und dann kann ich das unten einmal ein bisschen abschleifen oder gerade biegen, damit das schön aufliegt. Und mit dem Schraubendreher einfach im Korken oder im Deckel festschrauben. Ich habe dann Glaskugeln in die Flaschen gefüllt, habe da mein Döschen auf beide Flaschen aufgeteilt. Aber wie gesagt, da gehen auch kleine Murmeln, Glasbruch oder Sand. Ganz egal, was einem da gut gefällt. Dann habe ich meine Blumen aussortiert, mal geguckt, was kann ich brauchen und die auch so ein bisschen auseinandergefriemelt, weil die natürlich in dieser Verpackung immer sehr gequetscht werden. Habe mir das ein bisschen sortiert und ja, dann müssen die nur noch in die Flasche. Da hilft auf jeden Fall eine Pinzette, möglichst lange, damit man das schön reinschieben kann. Und da ist es jetzt ganz nach Geschmack, wie man sich das zusammenstellt. Dann nur noch den Deckel mit dem Kerzenhalter drauf, Kerze unten mit ein bisschen Wachs festkleben
und fertig ist der Kerzenhalter. Und damit sind wir schon durch mit dem Video. Eine super einfache Sache, alte Dosen abzucyceln und auch alte Flaschen. Dafür braucht man noch am meisten, aber gerade die Dosen, ob man da jetzt mit Holz arbeitet oder einfach nur die Dosen nimmt. Ich habe hier Restholz benutzt, Multiplex, das ohnehin noch übrig war. Das ist ganz leichtes Multiplex. Das kriegt man schon relativ günstig und im Baumarkt wird einem das auch zugeschnitten auf die richtige Größe. Und da bezahlt man in der Regel auch nur das, was man tatsächlich als zugeschnittenes Stück dann mitnimmt. Von daher ist das jetzt keine große Ausgabe und ein bisschen Farben. Und ich finde mein Ensemble wunderbar. Und das schauen wir uns jetzt noch im Einsatz an. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, du schaltest auch nächstes Mal wieder ein. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Vor allem lass ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleib kreativ. Tschüss.